los und geht da. Das geht nicht. Eine Sekunde. Ja. Und wie geht's dir heute? Bisschen gestresst, aber sonst wird alles super. Voll. Sehr gut. Ich vertraue den Jungs. Bernie und Ruby sind ein Meisterwerk der Natur. Jetzt. Ja. Das ist der Regiestab. Regiestab. Ja, man wäre nicht gut ist. Ja. Also der erste war der Unterwasserdreh. Das haben wir gemacht in einem Tauchcenter. Und es war jetzt kein klassischer Unterwasserdreh, weil die Kamera nicht unter Wasser war, sondern nur die Schauspieler. Und wir haben auch das Tauchbecken mit schwarzem Malton ausgehängt, was einen sehr interessanten Effekt eben hat und vor allem, dass man nicht so wirklich das Pool dann rauserkennt, sondern einfach so ein bisschen eine mysteriöse Unterwasserstimmung hat. So, wir sehen, da wird mir gerade die Jogginghose vom Andi runtergelassen. Ich hab sie in der Hand gehabt. Ui. Ja. Kann man nicht. Von euch aus weiter nach Süd. Ich höre gar nichts. Action. Ja, ich sage, er muss abtauchen. Man sieht es zwar extra. Du bist irgendwie als erstes skeptisch, dann wirst du neugieriger und gehst von der Emotion ins Positivere und dann ist es so, dass du wirklich darauf einlässt, dass du die quasi in diese Welt rein. Und es soll nicht echt so sein, dass es nicht so ein gestresstes Herumschwimmen ist, sondern einfach so sie mit Augen zu. Augen zu. Jetzt mit Augen zu. Auf der Stelle bleibst, aber so weit wie möglich runterlassen. Das heißt, warte. Genau. Kann ich das haben? Ja, fang. Da ist einer wohl gerade ein Gewicht eingefallen. Wer wird das wohl holen? Ich weiß es nicht. Oh je. Das ist Der Typ. der Herr Florian Bayer. Der hat uns den ganzen Strom gereicht. Was beim Abtauchen sicher auch ein großes Problem war, dass die Kapuze immer runtergegangen ist und das Kostüm sich von der Joey immer verschoben hat. Das Kostüm hat nicht gehalten. Wie lange glaubst du das? Stress. 2 Minuten brauchen. Das war zu weit, wenn du. Ja, bist du dann. Wie oft hast du dann noch so angetaucht quasi? Ja, das weiß ich nicht. Ja, hast du. In der Situation. Bis die beiden Schauspieler mal an die Position runtertaucht sind, wo wir es eben haben wollten. Das war anfangs eher ein Problem. Dann ist sie Außenbild. Das heißt, sie muss schauen, dass sie auf ca. 2,5 Meter runtertaucht. Jetzt! Ja, oben ist echt sauber. Wasser nicht nur im Pool, sondern auch außerhalb vom Pool. Aber schaut. Da kommt es von der Decke runter. Schaut nicht gesund aus. Oder wenn Das ganze Ding haut's gleich zusammen. Naja, was dazukommen ist, dass nach einiger Zeit halt für die Schauspieler einfach kalt war, weil das Wasser auf der Haut natürlich durch ständige Raus- und Reingehen halt irgendwann einmal kalt worden ist, was überhaupt Thema für die 3 Drehtage war, weil bei den ganzen restlichen Außendrehs auf dem Dach der Kirche zum Beispiel, im Wald, beim Feuer, es war eigentlich immer kalt. Ist kalt? Nein, wir bleiben noch weiter. Ah, Sebi macht das gut, gell? Aber nur der Rücken, gell? Und wie waren die Drehaufnahmen bis jetzt? Kalt. Flo wird warm zugedeckt. Es ist einfach arschkalt hier. Joey, weißt du, wie du gerade ausschaust? Wie die Miniaturversion vom Baumgarten aus einer Kapsel. Kann man bei der Schuhauswahl helfen? Nein. Vielleicht was mit Absatz? Ja, voll. Ein gutes Ich bin Modell. die ganze Zeit mit Socken rumgelaufen. Ui. Und es war okay. Aber jetzt läuft der Flo überall rum und macht alles nass. Jetzt geht's. Die letzten Instruktionen von Bernie. Joey
entscheidet jetzt kopfüber reinzutauchen. Wenn man mal schaut. Da unten ist ein Viech. Und Joey, wie läuft so der Dreh? Ja, passt alles. Und wie gefällt dir dein Kostüm? Ja, super. So, da, neuer Tag, neues Glück. Jetzt sind wir gerade am Rande von Wiener Mauern bei einer, ja, ungewöhnlichen Kirche. Hey! Oh. Hallo, Sin. Die kennt man kaputt. Sieht man das, weil ich den Mund habe? Ja. Nice Kampf fighten. Wer? Am zweiten Drehtag auf dem Kirchendach war das größte Problem wahrscheinlich die Höhe, weil das ganze Team hat über senkrechte Leiter rauf müssen und das war halt nicht so einfach, wie man glaubt, weil es wirklich, wirklich hoch war und zum Beispiel einer der Schauspieler, der Matthias, hat Höhenangst. Yeah! Was? Matthias! Oi! Jetzt kommst du nie wieder an. Und wie fühlen Sie sich, Herr Nowoweski? Naja, ich bin gerade ungefähr 50 Meter gefühlte eine senkrechte Leiter hochgestiegen. Ja? Niemals 50 Meter, das ist dann einmal stehen. Das wissen die ja nicht. Also die Schauspieler sind überhaupt eigentlich so ziemlich an ihre Grenzen gegangen, weil halt alles sehr intensiv war. Jetzt alleine, wenn man es schon so sagt, unter Wasser, mit Feuer, ständiger Kälte und vor allem auch jetzt auf dem Dach einer Kirche, das sind ja alles nicht alltägliche Drehorte gewesen. Fuck, Alter. Ich kann nicht runterschauen, das ist so schlecht. Ja, schau da her. Konzentrier dich auf dieses Ding da. Ja, ey. Das wäre der extremste Dreh, den ich jemals hatte, so von die persönlichen Grenzen gehen und so. Du stehst mal hier. Laufen, laufen. Danke. Die Jobi bereit machen? Ja. Die Flammen kommen sehr nah, gell? Burschen. Ja. Bis auf Zeiten. Passt auf. Du auch, Joey, bleib noch weg. Bleib noch weg. Also, da oben lauft die Jovi und du laufst da hin. Ja. Und gehen wir mit dir mit. Ja. Genau. Bitte! Da sie so nah ist, vielleicht geht sie aus, dass du hinter der Kamera so mitgehst. Dass der quasi. Ja. Unser Hauptdarsteller, der Florian, steht ja prinzipiell für den Menschen an sich und der wird auf der Reise bzw. auf der Suche nach dem Sinn des Lebens begleitet. Bist du kein Geist? Was bist denn du? Gestalt. Eine Gestalt mit Jogginghose. Du bist der Sinn des Lebens. Das ist die Gestalt. Schau sich das abfahren. Also mein Sinn des Lebens schaut nicht klein und rot aus. Auf dieser Suche nach dem Sinn des Lebens kommt er durch die 4 Elemente, wo er auf verschiedene Gestalten trifft, die jeweils für gewisse Dinge stehen, also zum Beispiel die Mutter Natur, die Weisheit, der Tod. Sie stellt immer eine sehr, sehr geheimnisvolle Figur dar, die immer wieder im Verlauf des Videos auftaucht und verschwindet. Und es ist eben so eine Art wie ein Verfolgungsspiel und es ist halt nicht so, dass sie wirklich vor ihm wegrennt, sondern dass es einfach schwer ist, dass er sie mal findet oder einholt. Und es ist dann am Ende halt bewusst so gemacht, dass dann der Moment da wäre, dass er sie eben erwischt und will sie umdrehen, damit ihr Gesicht sieht. Und
gerade in dem Moment, wo es sich eben so weit dreht, dass man sie erkennen wird, ist eben Schwarzblende und sozusagen offenes Ende. Herr Kacke, wie geht's Ihnen heute? Gut, sehr gut, sehr gut. Mehr habe ich im Moment nicht zu sagen zu den Medien. Ich glaube, es wird ein Nachdreh. Aber das ist das Dampf, das Rauch. Naja, ein bisschen. Heilige Fuck. Geil! Ja. Das schaut aus wie eine verbrannte Pizza Margherita. Ja, das mit dem Feuer haut noch nicht so hin, wie wir uns das gedacht haben. Warum? Wenn es nur so ein kleines Babyfeuer ist und wir brauchen große Flamme. Wir haben da so ein Feuergel bekommen, wo wir halt gedacht hätten, das brennt so 2 Meter ungefähr hoch, und da wollten wir eben so eine Linie auftragen auf dem Boden, damit wir so eine Art Feuerwand haben, wo wir davor eben die Schauspieler agieren lassen und dass das eben ausschaut, wie wenn einfach alles im Hintergrund brennen würde. Und dann sind wir halt dahin und haben diese Paste auftragen, und das war dann ungefähr so eine hohe Flamme vom Boden weg. Und ja, dann haben wir halt mal eine kurze Krise. Entsetzte Crew. Ja. Niemand bewegt sich vor Schock. Wer da Brille in die Erde graben mit. Nein, ich befürchte, das Secret hat dann ein. Nicht jetzt bitte. Wobei, es ist. Fühlst du dich geil? Ja, was nicht. Macht Feuer geil? Na. Ja, dann haben wir eigentlich eher ganz gute Lösung gefunden. Wir haben das dann, da waren überall Erdhügel auf diesem Gelände, und wir haben dann in der Mitte von so einem Hügel eine Fläche gemacht, auf der wir dann diese Paste auftragen haben, und dann hat es so ausgeschaut, wie wenn es viel höher im Hintergrund brennen würde. Ah, ich check's! Sie wollen das Feuer erhöhen, damit das Feuer größer ist. Mehr. Danke, fast. Und ich habe in der Nachbearbeitung dann das Feuer teilweise noch zusätzliches Feuer eingefügt oder das Feuer größer gemacht, sodass eben noch viel eindrucksvollerer Effekt entsteht und das Feuer noch viel imposanter eben ausschaut. Der außergewöhnlichste Teil, wahrscheinlich die Szene mit dem Molotov-Cocktail. Da ist das hier wieder. Jetzt pumpert überall. Ich probiere jetzt eine aus, da mache ich noch einen kleinen Stofffetzen rein, mach's halb voll, zünd's an und werf's dann mal. Einfach um zu sehen, wie es. Ja? Da hinten gegen die Wand. Ja, natürlich. So, Menge bleibt aber alle weg, ja? Gut, aber kann ich noch kurz kühlen Objektiv wechseln? Ja. Nicht dein Ernst, oder? Beim ersten haben wir es einfach mal so probiert, dass wir den anzündet haben und stehen lassen. Und da ist dann nichts passiert. Aber den zweiten, der Toni dann geworfen hat, den hat es ordentlich zerrissen. So. Was ist ein geiles Gefühl? Toni! Was ist ein geiles Gefühl? Toni, Siegertanz! Fetter Scheiß. What up? Diese Künstler. Das wird voll geil. Ich hoffe, das hinhaut. Ja, es hat auch ganz schnell gehen müssen, alles beim Dreh. Wir haben das auf 2 einzelne Takes gemacht. Also zuerst ist der Flo durchs Bild gelaufen, dann hat die Kamera gespeichert, wir haben wieder neu aufgenommen und dann ist der Martin ins Bild und hat den Molotov-Cocktail nachgeworfen. Was auch fein war, dass wir mit einem Team zusammengearbeitet haben, wo wir fast jeden schon von einem vorherigen Dreh gekannt haben. Bernhard, wie zufrieden bist du mit dem Dreh? Ich bin im Moment sehr zufrieden. Und siehst du dein komisches Kleid wieder? Wir wollten ja eigentlich einfach eine gute Kamera. Und dann haben wir einfach aus Versehen zu viel reserviert und dann war er da. Danke. Und Flo, bitte. Reinstützen. Da muss man da mal spielen. Damit auf die Seite drauf? Beim Schutzhaus gibt es ja nur Jägerschnitzel mit Teigwaren, sondern man kann auch lässig seinen Acker aufladen. Haben wir einen blauen Scharf aus? Ja. Nein, schaut nicht scharf aus. Ja, das schaut scharf aus. Nein, schaut nicht scharf aus. Und
Happy Birthday to you. Ein Geburtstagskind haben wir auch gehabt. An dem Punkt müssen wir bestehen, der ganze Dreh ist inszeniert, das ist eigentlich eine Party. Das Making-of hat hauptsächlich der Sebastian Kreis gemacht. Hey! Das ist eigentlich der Mr. Making-of. Sebastian. Ich glaube, da werde ich gleich übergeben. Übergeben wirst du gleich was. Gleich übergeben, wenn der drauf total ist. Ehrlich. Schön warmer. Kreis, kannst du Making-of machen, ohne Leute dauernd dabei zu beschimpfen? Du willst mir laut ein Speedboard einfügen. Kann ich finde, das macht aber zwei Making-of einfach aus. Nein, das steigt einfach nicht. Bernie, was gehört zum guten Making-of? Jawohl. Ein guter Typ hinter der Kamera. Genau. Den wir bei dem Dreh leider nicht haben, aber nein, der Sebastian macht das wunderbar. Wir sind ihm alle sehr bisschen weniger fluchen und wir sind dabei. Weniger auf die Kamera verlegen. Es haben wir während dem Dreh einfach irgendwelche anderen Leute vom Team die Kamera in die Hand genommen, wodurch auch sehr witzige Szenen entstanden sind. Ja, wird es jetzt ein Interview oder filmst du mir einfach nur geschissen? Beides. Okay. Brauchst du ein Labello? Das ist ziemlich trockene Voll, ich weiß es, ich stehe seit 12. herum. Danke für den Akku. Bernhard, wie geht's dir heute? Genau, wenn es aufkommt. Super, danke. Ist ein Handy in dem Auto? Zeig uns mal den Sixpack bitte. Nein, sag ich nicht, das ist scheiß kalt aus. Okay, von mir aus. Zum Schluss wollen wir uns noch mal wirklich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Dankeschön. Es war echt eine sehr gute Zusammenarbeit. Es war zwar anstrengend und kalt, aber es ist, finde ich, ein sehr schönes Ergebnis rausgekommen und es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ich glaube, so haben wir das letzte Making-of bei Rush auch beendet. Wertlos ist das Making-of.